So Freunde, wir sind jetzt gerade am letzten Spot für heute Nacht. Für heute überhaupt, an einem Nachtspot. Es ist extrem windig, hier geht es jetzt gerade, weil hier alles geschützt ist. Es kann sein, dass wir das komplette Video mit Voice-Over machen müssen, weil man einfach sonst nichts versteht, nur dass ihr Bescheid wisst. So, und jetzt gucken wir mal, was hier so kreucht und fleucht. Übrigens sind alle Spots, die wir in diesem Video hier besuchen werden, also heute Nacht, innerhalb eines Nationalparks. Deswegen haben wir weder Netze noch sonst irgendwas dabei, weil in Nationalparks ist es natürlich verboten, Tiere zu fangen oder sonstigen Unfug zu machen. Ja, alle Tiere, die wir in diesem Video hier gefangen haben, um sie euch zu zeigen, haben wir mit der Hand gefangen und haben sie natürlich danach auch wieder an der Stelle ausgesetzt, wo wir sie her hatten. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum wir da weder Netz noch sonst irgendwas dabei haben. Der erste Spot, an dem wir jetzt hier gerade laufen, der befindet sich unter einer, ja, ich glaube, das ist eine Autobahnbrücke. Das ist ein Fluss, der ins Meer mündet, also im Mündungsbereich vom Meer liegt. Das heißt, es ist auch Brackwasser dort, kein Süßwasser. Und der heftige Sturm, wegen dem ich auch hier das Video komplett nachvertonen muss, ja, der hat auch dafür gesorgt, dass wir leider nur einen Bruchteil der Artenvielfalt in diesem Bereich uns anschauen konnten, was es da eigentlich gibt. Weil ihr seht es ja selbst, also es war sehr, sehr windig, sehr, sehr aufgewühlt und man hat kaum was gesehen im Wasser. Aber was wir euch zeigen konnten, haben wir euch natürlich dokumentiert. Und das seht ihr jetzt hier im Video. Ja, und kaum am Ufer angekommen, haben wir auch schon die ersten Bewohner gesehen. Und zwar, ja, eine Krabbe. Sieht zwar nicht aus wie eine Krabbe, ist aber wirklich eine. Hat mich auch ziemlich verwundert, wie die da im Wind rumsegelt. Ist aber ja eine Sandkrabbenart oder eine Geisterkrabbenart. Ich würde einfach sagen, ich nenne die jetzt im Video einfach nur Mangrovenkrabben, weil das ist, glaube ich, so die Überbezeichnung von diesen Krabbenarten, die da gewohnt haben. Und ja, spielen die Namen natürlich immer wieder unten ein, die lateinischen Namen. Auf jeden Fall sind sie sehr schnell gewesen. Ja, bei der einen Krabbe ist es natürlich nicht geblieben. Mehr oder weniger unter jedem Stein, den Cao Ching hier umgedreht hat, war eine Krabbe zu finden. Seht ihr da jetzt auch? Das sind alles diese Mangrovenkrabben gewesen. Übrigens, Cao Ching habe ich euch noch gar nicht vorgestellt. Ich habe euch nur den Newt vorgestellt. Cao Ching ist mehr oder weniger das Herz und die Seele vom Wildsammlungsteam von der Firma CWA. Er hat genaue Kenntnisse über die Lebensräume von Wildtieren in ganz Taiwan, fachmännische Sammelfähigkeiten, also fachmännische Fähigkeiten mit dem Netz umzugehen. Und er ist auch für die erste Phase des CWA-Zuchtprogramms für Wildtierarten in Gefangenschaft verantwortlich, worüber wir euch in einem der kommenden Videos noch ein bisschen mehr erzählen werden. Seine ganzen Social-Media-Kontakte findet ihr natürlich auch wie vom Newt in der Videobeschreibung. Deswegen checkt mal aus, da kommt ab und zu mal ganz interessante Sachen bei Instagram oder bei Facebook rüber. Hier sieht man jetzt übrigens erstens mal, wie windig es dort ist, dass die Krabben sogar vom Stein weggefegt werden und wie viele verschiedene Farbvarianten bzw. wie viele verschiedene Arten da von den Krabben überhaupt leben. Das sind rote, braune, schwarze, also sehr, sehr bunt gemischt auf jeden Fall und sehr, sehr schnell. Ja, während Cao Ching dann Krabben gefangen hat, ist mir im Wasser was aufgefallen und zwar ist da was rumgesprungen, das sah erst aus wie Fische. Ja, ich dachte jedenfalls, es wären Fische. Dann habe ich aber herausgefunden, dass es Schlammspringer sind. Ich will euch unbedingt mal einen fangen, um euch zu zeigen, wie die vom Nahen aussehen. Aber wie ihr jetzt gerade seht, ohne wirklichen Erfolg leider. Ja, auf jeden Fall hätte ich richtig Bock, mal so ein Schlammspringer-Paludarium zu machen, so mit Ebbe-Flutsystem, so richtig komplett durchdacht. Was meint ihr? Hättet ihr da auch Bock drauf, so als YouTube-Projekt? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, ob ihr da Lust drauf habt. Ja, wie gesagt, Schlammspringer, sehr, sehr interessante Tiere, sehr, sehr wunderschöne Tiere. Mir ist es dann doch noch gelungen, euch ein paar Nahaufnahmen zu machen, so wie ihr jetzt hier zum Beispiel seht, an dem Stein hat einer geklebt. Den habe ich auch versucht zu fangen, leider auch, wie ihr jetzt seht, ohne Erfolg. Und dann hat Cao Ching nochmal einen Stein umgedreht und da hat auch nochmal einer direkt vor dem Stein gesessen, sodass ich euch nochmal eine schöne Nahaufnahme machen konnte von diesen super schönen, interessanten Tieren. Also ich bin echt begeistert von denen. Was meint ihr? Schreibt erstmal in die Kommentare, wie ihr die findet. Richtig, richtig lustig eigentlich, wie die aussehen, oder? Da, wie gesagt, auch Fangversuch, aber der hat mal wieder genauso wenig funktioniert wie die anderen. Da sieht man auch nochmal, wie vielfältig gefärbt oder gezeichnet die Krabben sind. Die eine sieht hier aus wie Leopardenmuster, die anderen, wie ihr eben schon gesehen habt, waren eher so braun, schwarz oder rötlich. Ja. Scheinbar gibt es ja auch ein bisschen größere Exemplare, so wie man an der Schere da sieht. Und ja, dieser Cao Ching hat dann sämtliche Steine umgedreht und fast unter jedem Stein eigentlich eine Krabbe gefunden. Da sieht man nochmal eine, die ist jetzt wieder braun. Und ja,
Wie gesagt, einen Stein nach dem anderen umgedreht und durch den Lichtkegel von der Stirnlampe hat man natürlich dann auch noch den Vorteil gehabt, dass die Tiere mehr oder weniger auch ab und zu mal zum Licht gelaufen sind, beziehungsweise stehen geblieben sind, wenn das Licht drauf geschienen hat und man sie dann dadurch ein bisschen besser abfilmen konnte. Da ist jetzt wieder eine, die hat wieder so ein bisschen Leopardenmuster. Da seht ihr auch, wie trüb das Wasser ist, deswegen hat man leider nicht so sehr viel in dem Bereich jetzt gesehen, wie wir eigentlich gerne gesehen hätten. Aber ja, ich denke mal, es hat trotzdem gereicht. So Mangrovenkrabben und Schlammspringer in der Natur zu sehen, ist schon was Außergewöhnliches, oder? Was meint ihr? Da sieht man, man dreht einen Stein um und direkt schießen die Krabben raus und hauen ab. Ja, und so ging das dann munter weiter die ganze Zeit, wie ihr jetzt hier seht. Ja, und da hat dann Cao-Ching eine trächtige Krabbe gefunden mit Eiern unter ihrem, ja, ich weiß nicht, ob es der Panzer ist, nennt man das Panzer? Ich glaube schon, unter dem Hinterleib. Alles voll mit Eiern. Auch seltener Anblick, wie ich finde. Ja, Andreas hat mich dann gerufen, der hat in der Zwischenzeit noch einen Einsiedlerkrebs gefunden. Da seht ihr ihn, in einem ziemlich verkalkten Schneckenhaus. Und da sieht man auch wieder, wie windig das dort ist. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, was ein Sturm da war an dem Abend. Richtig, richtig übel. Ja, und dann wurde es von einem auf den anderen Augenblick auf einmal ziemlich hektisch. Ihr seht es jetzt da, es sind überall Schlammspringer und auch andere Fische ins Wasser geschossen. Ich dachte erst, es wären wie gesagt nur die Schlammspringer, die da einfach an Land gehen und durch die Lampen so ein bisschen irritiert sind. Da sieht man jetzt, das sind überwiegend Schlammspringer, was dort sind. Aber gleich sieht man auch noch, dass da sehr, sehr viele kleine Fische auf der Flucht sind und sogar sich am Ufer zwischen den Steinen verstecken oder unter den Steinen. Und ja, warum die auf der Flucht sind, das seht ihr jetzt gleich hier. Da sind nämlich ein paar größere Fische, also ein paar größere Raubfische am Start, die sich die kleinen Fische da weggesnackt haben, die wahrscheinlich angelockt wurden von unseren Kopflampen. Da seht ihr jetzt wurde immer mal wieder einer weggefressen. Das hat natürlich jetzt für uns den Vorteil gehabt, dass die Fische auf der Flucht waren, sich versteckt haben und auch so versteckt haben, dass wir sie mit der Hand rausfangen konnten. Die haben sich nämlich wirklich am Ufer, sowas habt ihr noch nicht erlebt, am Ufer, wo fast gar kein Wasser mehr ist, unter den Steinen versteckt, sodass man einfach einen Stein umdreht, wie als würde man eine Krabbe suchen und auf einmal einen Fisch in der Hand hatte. Das seht ihr jetzt hier. Ja, da sieht man jetzt, wie Cao-Ching am Ufer einfach eine kleine Meeresche pflückt, sage ich jetzt mal. Da ist sie. Meeresche, wie gesagt, Brackwasserfisch, wird auch ein bisschen größer, aber in der Größe sind sie halt auch gutes Futter. Ja, die haben wir natürlich wieder zurückgesetzt, die hat gar keinen Bock gehabt, wieder zurückzugehen, wie ihr seht. Ist wieder rausgesprungen, aber muss halt wieder ins Wasser. So, da haben wir nochmal eine kleine Meeresche, nochmal ein bisschen viel kleiner als die eben. Und das ist so das Futter für die Räuber da gewesen, die ihr eben da noch im Video gesehen habt. Ja, danach haben wir uns wieder auf den Rückweg gemacht, da haben wir so den Spot verlassen. Was mir dann halt nur negativ aufgefallen ist, war der ganze Müll, der angeschwemmt worden ist in der Flutkante. Da sieht man es. Also es ist schon echt erschreckend, was sich in unseren Gewässern so befindet, was da Müll rumschwimmt. Und selbst in Nationalparks ist es leider auch der Fall. Und ich glaube, wir sollten alle mal drüber nachdenken, vielleicht ein bisschen sorgsamer mit unserer Natur umzugehen. Ach ja, und Geckos gab es übrigens auch. Das dürften, wenn mich nicht alles täuscht, asiatische Hausgeckos sein, was da in diesem Rohr waren. Auch sehr interessante Tiere. Ich konnte leider keinen fangen, um ihn euch genauer zu zeigen, weil die sehr, sehr schnell waren und halt auch gut versteckt waren. So, wir fahren jetzt mal zu einem anderen Spot, weil das Wasser da ziemlich trüb war, wie ihr gesehen habt. Und ziemlich windig. Vielleicht haben wir am nächsten Spot ein bisschen mehr Glück. So, wir sind jetzt am nächsten Spot. Mal gucken, was es hier so gibt. Der nächste Spot war dann direkt am Meer. Also wenn wir uns jetzt umdrehen würden, da wäre das Meer. Da war so ein kleiner Kanal mit Süßwasser, der ins Meer gelaufen ist. Es war auch nicht so windig, man konnte sogar reden. Das ist eine Hörnchenschnecke, eine Kliton. Ah, cool. Eine grüne oder schwarze, das ist mit Meritina abalon, das da, eine schwarze. Oder Abalon muss nicht unbedingt sein, das ist eher was anderes. Ach, das sind diese grünen Mosaik-Schnecken. Ja, aber das ist eine Kliton, Geweihschnecke hier. Geweihschnecke, genau. Und das hier. So, wir haben jetzt hier noch Kliton gefunden, also Geweihschnecken. Oh. Und noch was anderes. Was war das nochmal für eine Art hier? Also guck mal, das ist ein grünes Mosaik auf der Schnecke, seht ihr das? Und halt jede Menge Eier, das hier, okay. Das sind die Eier.
Und das sieht man so ein Mosaikmuster. Und das hier ist eine Hörnchenschnecke, so wahrscheinlich eine Klitonart. Und man sieht jetzt die Hörnchen schlecht, weil die sehr schmutzig ist, aber die hier ist ein bisschen sauberer. Ja, genau, das sieht man besser. Ja. Sehr geil. Und das ist dieses System mit den Eiern, was ihr ja schon kennt. Da sind in einem Ei mehrere Eier drin. Das sind dann teilweise Nähreier, von denen sich dann die anderen Jungschnecken ernähren. Und die werden dann zum Entwickeln abgetrieben ins Brackwasser oder ins Seewasser. Hier sieht man auch, sind Eier drauf, aber ich vermute, die sind nicht von der Kliton, die sind wahrscheinlich von den Neretinern. Genau, die sind wahrscheinlich von den Neretinern draufgelegt worden. Ja. Also ich kann es dir nicht 100% sagen, weil ich es nicht weiß, aber ich vermute es halt auch. Ja. So, wir sind jetzt hier unten, wo die Schnecken herkommen. Ah ja, hier sieht man sie. Ja. Dort in dem Bereich, also in dem Kanal, war dann alles voll mit Kliton, also Geweihschnecken, dann so Neretina-Schnecken, also Rennschnecken, Stahlhelmschnecken und diese grünen Muschelschnecken, diese etwas flacheren. Wie gesagt, da in dem Bereich war komplett alles voll und das ist halt auch Brackwasser, eine Mischung aus Süßwasser und Salzwasser und die Tiere haben halt bei Flut die Möglichkeit ins Meer abzuwandern. Und ja, man sieht auch, da ist alles voll mit den Eiern von den Neretina. Also die sind da ziemlich produktiv in dem Bereich. Das ist eine normale. Ah, hier ist eine Stahlhelmschnecke. Braucht ihr Wasser zum Saubermachen? Ne, sieht man. Das müsste eine Neretina anthrazit sein. Okay, Neretina Ballon oder Olivera. Die gibt es überall im was ist das? Die ist ja geil. Das ist eine Geweih... Hä? Hab ich noch nie gesehen. Bringen Sie mal mit, bitte. Die sind ja geil. Sieht aus wie eine Turmdeckelschnecke, aber mit Geweih. Ich kenne genoppte Turmdeckelschnecken, ja, genau. Aber die haben aber wirklich richtige Spitzen. Ah ja, die kenne ich sogar. Das ist tatsächlich, wie du sagst, eine genoppte. Aber nee, die hat richtige Spitzen. Die genoppten haben ja wirklich nur Noppen. Ja, stimmt. Ja. Und die hat auch einen richtigen Deckel. Dann ist es vielleicht eine Art Brotzieher. Oh, hier ist ein Krabbe gewesen. Hier ist noch eine Neretina. Nee, das ist auch eine Geweihschnecke. Nee. Ja. Hier sind sie nochmal. Es sind sau viele davon. Ich habe jetzt gerade Schnecken gefunden, die ich vorher noch nie gesehen habe. Schaut es euch mal an. Die sehen aus wie genoppte Turmdeckelschnecken, nur mit Stacheln statt Noppen. Ah. Auch Turmdeckel. Ja, ich bin dann mit Couching noch ein bisschen weiter in diesen Kanal reingelaufen und da haben wir dann unter anderem noch Macrobrachium gesehen. Da noch eine ziemlich große Art, wie ihr da jetzt gleich sehen werdet. Ihr müsst ganz genau hinschauen, ich habe es gleich mal in Zeitlupe gemacht. Da haut sie gerade ab. Hier sieht man es jetzt noch mal ein bisschen genauer. Riesenbrocken, also so bestimmt 15 bis 20 cm groß. Ich hoffe, ihr habt sie gesehen. Oh, Crap. Ja, noch ein Stückchen weiter haben wir dann Krabben und seht ihr die leuchtenden Augen da im Wasser? Das sind alles Macrobrachium. Die sieht man gleich mal ein bisschen besser, aber durch das Licht haben die Augen so rot reflektiert, dass man die halt gut im Wasser ausmachen konnte. Da sieht man jetzt nochmal die Krabbenart und auch die Macrobrachium, die da rumlaufen. Beide ziemlich rot von der Farbe her. Leider sind wir halt nicht dran gekommen, weil, wie gesagt, Nationalpark und wir dürften da keine Netze mitnehmen. Aber ich denke, man sieht eigentlich genug. Ich denke mal, dass es auch wieder irgendeine Art Mangrovenkrabbe sein wird. Also die gleichen, die wir schon am ersten Spot gesehen haben.
Ja, ich bin dann mit Kao Ching und Newt noch ein Stückchen weiter in dieses, ich sag mal, Flussbett reingelaufen. Leider war zu der Zeit, als wir dort waren, halt auch Trockenperiode. Das heißt, es war nicht wirklich viel Wasser drin, wie ihr da jetzt gerade seht. Es war halt einfach nur richtig krass, übelst schlammig dort. Aber wir sind halt trotzdem mal ein bisschen reingelaufen, um zu schauen, ob wir vielleicht noch irgendwas Interessantes finden. Da sieht man jetzt auf jeden Fall erstmal, dass von oben aus irgendeiner Quelle oder sowas Süßwasser da reinläuft. Also das läuft ja dann, wie gesagt, auch ins Meer. Dadurch ist das ganze Brackwasser, das wisst ihr ja. Und ja, da sieht man jetzt auch wieder schwimmen ein paar kleine Fische drin rum. Sieht man ganz, ganz schwer auf der Kamera. Und halt auch noch diese Neritina-Schnecken. Da habe ich gleich auch nochmal eine gefunden. Die sind dann in dem Bereich auch, ja, noch so ein paar gewesen auf jeden Fall. An dem Bereich, wo das Süßwasser dann reingelaufen ist, hat Kao Ching dann auch versucht, mit bloßen Händen von diesen Macrobrachium mal welche zu fangen. Aber wie ihr seht, die sind so schnell gewesen. Da ist ohne Netz leider keine Chance gewesen, die irgendwie zu fangen. Aber ich denke mal, in den vorigen Aufnahmen habt ihr sie schon ein bisschen besser gesehen und konntet euch ungefähr vorstellen, wie die aussehen. Ja, Fische haben wir auch gesehen. Wir wollten euch auch unbedingt eine dieser Fischarten, ich glaube, es war auch nur eine, die da drin rumgeschwommen ist, zeigen. Kao Ching hat dann die ganze Zeit versucht, mit bloßen Händen ja, diese Fische da irgendwie zu fangen. Da sieht man jetzt mal einen im Wasser. Zack, weg ist er. Ja, und Kao Ching ist dann irgendwann nach 5 Minuten einfach hinten aus dem Gebüsch gekommen und ja... Schaut selbst, hatte einen von den Fischen in der Hand. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber er hat es geschafft, mit bloßen Händen einen der Fische zu fangen. Ja, bei dem Fisch hat es sich übrigens um eine Schläfergrundel gehandelt und ja, die leben sowohl im Brackwasser als im Süßwasser, wahrscheinlich glaube ich sogar auch im Meerwasser, soweit ich mich erinnere. Auch schönes Tier, auch von der Farbe her. Man sieht es jetzt ein bisschen schlecht, aber der ist so leicht bläulich-lila. Ja, und natürlich auch wieder ausgesetzt, wie immer. Wie ihr wisst ja, Nationalpark. So, wir haben leider nicht mehr viel mehr gefunden, aber trotzdem interessant. Shit. Ja. Wir sind dann nochmal auf die andere Seite der Brücke gegangen, also da, wo es dann direkt am Meer, am Strand eigentlich ist. Das ist eine Wattzone. Da seht ihr, da ist jetzt das Wasser, was da drin ist, wird von der Flut halt reingeschwemmt, ist halt noch salziger als da, wo wir eben waren, wo der Frischwasserzufuhr mit rauskam. Und da war alles voller Einsiedlerkrebse. Das sind Tausende von Einsiedlerkrebsen. Ja, 很多寄居蟹啊。Ah, hier Einsiedlerkrebse. 这里到处都是，所以你们可以看一下。 Einsiedler? Ich habe noch einen kleiner. Ja, ich will nur den großen. Einsiedlerkrebs. Der Kollege hier ist dann gleich auf Erkundungstour auf meinem Arm gegangen, beziehungsweise ja, wahrscheinlich hat er irgendwie gedacht, dass es ein Papagei ist und kein Einsiedlerkrebs, weil er mir Richtung Schulter gelaufen ist. Seht ihr da jetzt gleich auch nochmal. Mein neuer Papagei. Ich nenne ihn Herbert. 这个是凤螺吗？没有，全部都寄居蟹啊。对啊，它感觉是光牛儿科，对不对？对啊。Alles Einsiedlerkrebse. Ach, guck mal, hier noch eine schöne. Schönes Haus. Ja. 啊，这个是凤螺。对。OK。Oh, hier sind viele Einsiedlerkrebse. Ah, vielleicht so groß wie die andere. Hier ist nochmal ein riesen Einsiedlerkrebs. Komm her. Das ist doch alles das gleiche, ne? Ja. Von dort aus sind wir dann weitergegangen an den Strand. Da gerade Ebbe war und da so ein kleines schmales Korallenriff ist, hatten wir Glück und haben einiges an Bewohnern von dort sehen können. Wie gesagt, das ist ein kleines schmales Korallenriff und dort sieht man zum Beispiel den Blenny. Oh, it's Blenny. Blenny? Blenny, yeah. Ah ja, da. Yeah. Here. Moment. Here. Blenny. Da, ein Blenny. Das sieht aus wie eine Raubschnecke hier. Da ist ein Einsiedlerkrebs drin. Ah, hier ist noch ein Fisch. Ja. Alles voll mit Einsiedlerkrebsen. Andreas hat dann auch was ganz Spezielles noch gefunden. Schaut mal her. Diese Pop-Pom-Krabben, die so wie so Watte an den Händen dran haben. Ah, du meinst, ja. Ja. Ja.
lang damit die Nahrung? Ah, one more. Fächern oder was? Ja, so genau, die halten das so fest mit den Fächern. Ja, und dann ist mein Highlight für diesen Abend passiert. Schaut mal hier, die Jungs waren ja an diesem Korallenriff oder an diesen Steinen. Und da schwimmt was kleines Gelbes rum. Und die haben es wirklich geschafft, mit dem Fotobecken, ja, den Fisch hier zu fangen. Und zwar ist es ein Falterfisch, soweit ich weiß. Die Art leider keine Ahnung. Wenn es jemand von euch weiß, schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Aber, also, der hat mich echt richtig geflasht. Ein richtiger, schöner, kleiner Falterfisch. Wenn ihr die Insta-Stories, als ich in Taiwan gesehen habe, verfolgt habt, habt ihr wahrscheinlich auch die Szene jetzt gesehen, was jetzt kommt. Ich habe ihn nämlich mal in eine Insta-Story gepackt, um zu fragen, ob den jemand identifizieren kann, aber leider wusste es irgendwie keiner. Leuchtet mal hier drauf, dann sieht man ein bisschen besser. Vielleicht kann hier irgendeiner der Meerwasserspezialisten den identifizieren. Wir lassen ihn natürlich wieder ins Wasser. Wir sind jetzt hier nur mal ganz kurz, um nach Schnecken zu gucken. Und der ist uns gerade hier in den Becher reingeschwommen. Hier auf der Aufnahme sieht man ihn noch mal ein bisschen besser und ein bisschen näher. Wie gesagt, wenn es einer von euch weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. So, natürlich haben wir, wie alle Tiere, die wir gefangen haben, die auch wieder ausgesetzt. Da seht ihr es. Hier haben wir dann noch einen Schlangenseestern. Oh. Hier haben wir noch einen Schlangenseestern. Nice.哦，这里都是啊。Ah, hier haben wir noch einen Seeigel, noch einen Schlangenseestern. The light is too much. Da. 哦，这里都阳睡族啊。 Lauter Schlangenseestern. Ja, durch das Ebbe war halt wie gesagt auch sehr, sehr wenig Wasser dort. Jimmy hat nur gemeint, ich soll sehr, sehr aufpassen, weil da in dem Bereich auch ziemlich tiefe Löcher sind, wo man ja von oben halt überhaupt nicht sieht und eigentlich theoretisch einfach mal so 1,50 Meter oder 2 Meter reinsackt. Ja, deswegen hat er mich da so mehr oder weniger rüber gelotst zum Couching. Der hat dann nämlich auch noch was gefunden. Schaut mal hier. Ich dachte erst, das wäre eine Krabbe, aber das sieht aus, ich weiß nicht, ob es ein Lippfisch ist, der da drin sitzt. Man sieht es gleich ein bisschen besser. Der ist lila und gelb. Er hat zwar irgendwas von einer Krabbe erzählt, die da drin sitzt. Moment, jetzt gleich sieht man es ein bisschen besser. Das, was er da übrigens gerade bewegt, ist ein Schwamm, soweit ich weiß. Und da in dem Loch sieht man es jetzt so ein bisschen rausblitzen. Das Lila und das Gelb. Ich hoffe, man erkennt es. Also meiner Meinung nach sieht das irgendwie aus wie ja, so ein Lippfisch oder so. Man sieht ihn gleich noch mal ein bisschen besser. Da sieht man jetzt auch wieder ein paar Krabben, ein paar Macrobrachium und ja, da leuchten die Augen. Da sieht man so rumkrabbeln. Daneben dran sieht man auch wieder einen Schwamm oder ist es eine Alge, ich weiß es nicht genau. Sieht auf jeden Fall auch interessant aus, was auf den Steinen drauf wächst. Ja, dann haben wir da wieder, glaube ich, einen Falterfisch, der da drin rumschwimmt. Den haben sie dann auch versucht zu fangen. Leider hat es auch wieder nicht funktioniert, das war zu eng da unten. Ja, jetzt gleich sieht man noch mal so ein bisschen besser diesen, meiner Meinung nach, Lippfisch. Da sieht man es. Also habe ich des Öfteren schon mal im Aquarienladen gesehen. Das sind diese ja, lila-gelb gestreiften, oben lila, unten gelb. Keine Ahnung, wie die genau heißen. Kaoshin hat dann die ganze Zeit versucht, zwischen so einen Steinen eine ja, spezielle Garnele rauszufangen. Hat ungefähr, ich glaube, eine halbe Stunde oder sowas fast gedauert. Dann hat er es aber geschafft. Schaut mal hier, das ist eine gemeine Marmorgarnele, Sauron marmoratus. Auch ja, sehr schön, wie ich finde. Und bestimmt dem einen oder anderen Meerwasser-Aquarianer auch bekannt aus dem einen oder anderen Aquarienladen. Die kommen übrigens auch in Hawaii vor, so wie ich ja, gehört habe. Auf jeden Fall auch ja, eine ziemlich interessante Art, wie ich finde. Da sieht man sie jetzt gleich noch ein bisschen besser. Er macht jetzt gerade noch ein bisschen mehr Wasser rein. Da sieht man es. Also, auch echt ein schönes Tier. Oder? Was meint ihr? Schreibt es gerne auch mal in die Kommentare. Natürlich haben wir auch ja, die Krabbe und wie alle Tiere wieder an derselben Stelle rausgelassen, wo wir sie auch gefangen haben. Das seht ihr jetzt natürlich nochmal hier. Hier wird wieder am selben Platz zurückgelassen, wo wir sie gefangen haben.
Was wir dann noch gefunden haben, ist eine Seegurke. Also ich habe ja eh schon Probleme mit lateinischen Namen auszusprechen, aber das, ich weiß, findet mir mal jemand, der das aussprechen kann. Das ist doch kein, das ist einfach Buchstabensuppe, aber kein Name. Ja, auf jeden Fall eine riesige Seegurke. Ich dachte erst, das wäre eine Seeschlange oder so. Sieht jedenfalls so aus. Ist auch ziemlich groß gewesen, so ungefähr 50, 60 Zentimeter lang. Auf jeden Fall auch ein sehr kurioses Tier, wie ich finde. Ja, Fische haben wir auch noch gefangen. Das Silberne ist, wie ich nachgelesen habe, ein altwestlicher Ährenfisch. Den lateinischen Namen seht ihr eingeblendet. Und das andere ist eine Grundel, den Namen seht ihr auch eingeblendet. Also die zwei konnten wir dann mit der Hand noch rausfangen. So Freunde, das war jetzt noch mal ein bisschen was Salziges für euch. Wir haben jetzt Feierabend. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Morgen gehen wir nochmal auf Tour und ja, für euch ist es dann wahrscheinlich nächste Woche. Ja, in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.